Herzlich willkommen zu Rise City, dem zweiten Game von einem der Coin-to-Fish-Entwickler. Erstmal müsst ihr wissen, dass das Risikolevel hier sehr hoch ist, da der Entwickler unbekannt ist und komplett allein an dem Spiel arbeitet. Das Spiel deswegen dann aber immer direkt als Scam abzustempeln und das Projekt aus Prinzip zu disrespekten, finde ich aber auch nicht richtig. Trotzdem müsst ihr mit Vorsicht an solche Projekte gehen. Groß investieren könnt ihr in Game Studios oder kommende AAA-Titel. Es gab diese Woche ein Presale von Materialien, bei dem ich eigentlich gar nicht einkaufen wollte, es dann aber doch aus FOMO und Langeweile getan habe. Der Entwickler hat dann einen Tag später die Käufer mit einem Early Access Zugang überrascht. Das heißt, ich konnte auch schon meine ersten Gebäude bauen und möchte euch heute das Spielprinzip etwas näher erklären. Erstmal könnt ihr euch vorstellen, dass es hier wie bei Coin2Fish keine NFTs sind, sondern nur virtuelle Ingame-Gegenstände und Gebäude. Die Ingame-Währung basiert auf dem Token, der diesen Dienstag am 30.11. um 23 Uhr deutscher Zeit auf PancakeSwap released wird. Zum Spiel kann man sagen, dass es vor 3 Jahren gestartet wurde, sich an SimCity orientiert hat, es aber nie das Licht der Welt erblickt hat. Jetzt haben sie es als NFT-Spiel rausgebracht, was halt eigentlich wieder kein richtiges NFT-Game ist. So wie es auch bei Coin2Fish zu Recht kritisiert wird. Kryptospiel wäre eher der richtige Begriff, da es nur den Token als Ingame-Währung verwendet. Durch das Orakelsystem werden die Tageseinnahmen der Gebäude und die Shoppreise immer gleich ausfallend berechnet am Dollar-Gegenwert. Dazu gleich mehr. Wenn ihr startet, bekommt ihr eine relativ leere Map mit eurer Stadt. Die leicht durchsichtigen Gebäude könnt ihr bauen. Es gibt Gebäude von Rank 1 bis Rank 3 und diese bringen euch unterschiedlich viel Einkommen, das ihr spätestens alle 24 Stunden claimen könnt. Mindestens müsst ihr aber immer 8 Stunden warten, bzw. bis 30% der Claimleiste erreicht sind. Jedes Gebäude kann zweimal geupdatet werden. Mit jedem Update kommt ein Bewohner dazu. Ich habe die Gebäude gestern schon gebaut und es leider nicht aufgenommen. Auf jeden Fall braucht ihr die Rohstoffe, die überall auf der Map verteilt sind. Es gibt Eisen, Stein und Holz. Ich hatte jetzt wie gesagt ein paar aus dem Presale und für ein R1 Haus braucht ihr zum Beispiel 6 von allen Rang 1 Rohstoffen. Hier seht ihr, dass das R1 Haus 1,44 $ pro Tag bringt. Das Haus können wir umgerechnet für 35 $ oder wieder mit Rohstoffen updaten, um die Einnahmen zu verdoppeln. Hier habe ich zum Beispiel schon ein Haus auf 2 Bewohner gebracht. Der Preis für den dritten Bewohner bleibt gleich. Das heißt, wir können mit einem vollen R1 Haus maximal 4,32 $ pro Tag rausholen. Für ein R2 Haus brauchen wir schon Level 2 Materialien. Die kann man hier in der Raffinerie zusammencraften. Neben dem Werkzeug für 1 $ könnt ihr im Shop Daily Items kaufen, die täglich zufällig durchgemischt werden. Will man diese Zeit überspringen, kostet es 8 $. Auch von den R2 Häusern konnte ich ein paar bauen und die bringen pro Tag etwas über 3 $. Dann gibt es noch die Endlevel Rang 3 Gebäude, die auch Stufe 3 Materialien benötigen. Die bringen euch ca. 7,77 $ pro Tag. Um Rohstoffe abzubauen, braucht ihr Energie. Dafür benötigen wir Pilze und die bekommt man hier beim Krankenhaus. Einmal volle Energie kostet umgerechnet also 38 $. Ich weiß, dass einige aus unserer Community auch in das Game eingestiegen sind und daher möchte ich jetzt auf meine Vorgehensweise bzw. Ideen eingehen, wie man am besten vorgeht, wenn man jetzt schon Gebäude hat. Erstmal seht ihr, dass man schon die Coins claimen kann. Es ist wichtig, dass ihr versucht, das Maximum an Coins vor dem Release der Tokens am Dienstag um 23 Uhr zu bekommen. Heißt, claimt alles bevor der Token auf PancakeSwap gelistet wird und reinvestiert keinen einzigen Token. Warum? Das Orakel passt die Ingame-Preise an den Token an. Gerade wird der Ingame mit dem Listing-Preis von $1 berechnet. Da wird er aber nicht bleiben. Sollte der Preis beispielsweise auf 2 $ steigen, bezahlen wir nur noch die Hälfte an Coins für alle Ingame-Items. Wenn wir uns jetzt die Tokenomics ansehen, sehen wir auch, dass nur 1,25 Millionen Tokens auf den Markt kommen. 75% kommen später aus den Ingame Rewards zusammen. Die Anzahl, die erstmal verfügbar sein wird, ist also extrem gering. In Kombination mit dem Hype, der von Coin2Fish kommt, hat der Token das Potenzial direkt auf 5 bis 10 oder vielleicht sogar mehr Dollar zu schießen. Heißt im Umkehrschluss auch, dass eure bereits gefarmten Ingame Tokens genau das gleiche wert sind. Das heißt, dass unsere Gebäude in den 2 Tagen das 5- bis 10-fache eingenommen haben. Daher ist es wichtig, den Token in der Early Access Phase nicht zu reinvestieren, sondern erst nach dem Listing.
Wenn der Token einen hohen Preis hat, werde ich alle Ingame-Coins so schnell es geht in Ressourcen reinvestieren. Heißt, ich werde Energie kaufen, alles abbauen und wieder in Gebäude stecken. Wenn sich der Token dann irgendwann wieder einpendelt, werde ich den einkaufen. Vermeidet es auf jeden Fall, einen zu hohen Preis zu bezahlen. Timing ist hier sehr wichtig. Orientiert euch also am Tokenpreis und passt eure Ingame-Strategie an. Das ist nur eine logische Schlussfolgerung von mir. Ich kann mich natürlich auch komplett täuschen. Bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor ihr investieren solltet. Versteht mich nicht falsch, es kann auch sein, dass der Entwickler sich einfach direkt mit allen Gewinnen verzieht und die Seiten offline sind. Ein Rugpull kann hier auf jeden Fall nicht ausgeschlossen werden. Daher, falls ihr investiert, würde ich maximal sehr klein reingehen. Wenn man es mit Sportwetten vergleicht, würde ich hier 1 von 10 oder maximal 2 von 10 setzen, wenn 10 von 10 das höchste Investment ist. Ich mache ein Update-Video, falls es kein Scam sein sollte, und zeige dann, ob der Plan aufgegangen ist oder die Kohle verbrannt wurde. Wenn ihr eine deutsche Community zu dem Spiel sucht, mit denen ihr euch austauschen könnt, kommt gerne auf den CryptoGames Deutschland Server. Hier findet ihr Gleichgesinnte für so gut wie jedes Krypto-Game. Die Rise City Channel werden eröffnet, wenn alles mit dem Token Launch glatt gelaufen ist. Falls ihr schon auf dem Discord seid und ein Spiel auf der Liste vermisst, schreibt mir gerne und es wird beim nächsten Update dabei sein. Also Leute, wie gesagt, das Risiko ist hoch, aber die Chancen natürlich auch. Ich werde es auf jeden Fall testen mit Geld, das ich verkraften kann, zu verlieren. Wir hören uns im nächsten Video. Ciao.